Ja, meine lieben Reisverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars. Leute, heute schauen wir uns mal ein Video an von Time. Und zwar hat er den neuen Brawler gezeigt, Eve. Und ich selber persönlich, Leute, habe mir das Video nur ganz kurz angeguckt, beziehungsweise jetzt durchgeskippt, um mir anzugucken, ob das Video nice ist. Und ja, wir werden heute auf dem Video reagieren, Leute. Ihr wisst, ich bin leider nicht mehr im Content Creator Programm. Deswegen, ja, kann ich die neuen Brawler leider nicht mehr testen und euch zeigen, was ich sehr, sehr schade finde. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lässt. Lasst ein kostenloses Abo da, falls ihr keine Videos verpassen wollt. Gibt es nämlich jeden Tag ein Video. Und dann würde ich sagen, wir schnacken nicht lange und schauen uns direkt mal das Video an. So, ich habe mir jetzt übrigens, Leute, fürs Echo extra Kopfhörer jetzt angeschlossen. Ne? Also ihr kriegt jetzt in Zukunft kein Echo mehr. So, also, wir gucken mal. Ihre Attacken, sie schießt 3 Eier in einer Linie. Oh, das größere Ei macht mehr Damage, Leute. Also das erste macht mehr Damage. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Also sowas ähnliches wie Mr. P, nur dass das explodiert. Und die Leute vergiftet, so wie Byron Gift oder Pro Gift, ne? Das ist cool. Das ist cool, Leute. Also ich finde den Brawler cool. Ich glaube auch, der ist nicht OP. Another thing about these hatchlings is that they are actually able to deal damage to more than one target each individually. The radius is very small, but if two enemies are really close to each other, the hatchling can deal damage to all of them. We've got more to show you with Eve, but first, hello, this is Future Kairos, and yes, I shaved, and also, yes, I'm in a hotel room, and yes, this video is sponsored by Mobile Legends. Bang bang. So, Gadget, Leute. Da bin ich wieder gespannt. Oh, what? Er springt wie so ein Frosch. Additionally, she leaves behind a hatchling in her place that is exactly the same as her regular hatchlings that spawn from her super. This gadget is very similar to Brock's Rocket Laces gadget, but since she isn't blasting a rocket to the ground, she doesn't actually knock enemies back when she jumps. This is super useful for hopping over walls or dodging attacks, or maybe even dealing damage if you really need to. Eve's second gadget is Motherly Love. That is right. This is the first time that a brawler is being released with two gadgets. This gadget ist der erste Brawler mit 2 Gadgets released instant, Leute. Das ist heftig. Ich fand auch krass, dass alle Gadgets sofort rauskamen. And heal them instead of dealing damage. If all 3 hatchlings find a host to heal, they can heal a total of 4,500 health, which is one of the highest. Oha, 4.500 Heal. Oh, beide Gadgets sind sehr gut, Leute, wirklich. Ich glaube, die zweite ist besser. So she'll fire her largest egg first and her smallest one last. When I first tried this out, it didn't seem like this was going to be very good, but after playing it and even just against bots, I can already tell you that you'll hit your shots way more frequently with okay, die erste Star Power ist dann das erste Ei groß und die dahinter klein. The bigger the egg, the more likely it will hit. So this might not seem like a game-changing star power, but it is definitely useful. Just not as useful as her second. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Star Power so gut ist. Happy surprise. Every time Eve hits an enemy brawler with the largest egg or okay, Leute, nee, ich nehme es zurück. Der Brawler könnte wirklich tatsächlich broken mal sein. Die zweite Star Power ist ja mega insane. Mega insane. Once it does, it will immediately go to the closest enemy target. Between her super, her gadget, and her star power, she can have a lot of hatchlings on the ground at one time, and there's never a need to wait for one to be destroyed in order to spawn another one. So just keep them coming. Eve also has a trait that allows her to float over water. So Leute, ihre Passive ist, sie kann über Wasser fliegen. Ich muss aber ehrlich sagen, es gibt keine Map aktuell, wo du das nutzen kannst. Ne? Das heißt, er ist genauso ein Brawler wie jeder andere auch. Nichts Besonderes meiner Meinung nach. Ja, diese Hot Zone ist auch nicht bad, aber ich kann es mir nicht vorstellen, Leute, dass es gut ist. Now that we know how Eve works, it's time for her to face up against the Brawl Stars Olympics events. Starting with her worst event and moving our way up to her best, the reload test. Not only does Eve have a really slow reload speed, but she also has one of the slowest unload speeds out of all brawlers in the game. Schnell Reload, also langsamste Reload, sagt er. And that actually puts her in 50-50
5th place, which, if you're paying attention, is dead last. That just goes to show how important it is for you to try and conserve your ammo. Oh, das ist sogar voll geil. 1 second DPS test. Da wird er auch nicht hoch sein, nee. Spawn and then spawns a 4th hatchling with her gadget just in time so that all the hatchlings hit the boss. So wirst du aber normalerweise eigentlich nicht reingehen. Wobei 4500 Leben plus 4. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Schicht hier gibt, dann hat er so 4800 oder so. The swarm test. Now Eve throws her super away from her so that her hatchlings can start wearing down the bots toward the top, and while reloading she activates her gadget to spawn an extra hatchling. She aims down the row so that if one egg destroys a bot, then the next two will still deal damage to the other bots. She defeats the swarm in 24.4 seconds and gets 52nd place, which suggests that she's not very good at dealing with multiple enemies at once. The area test. Now Eve's main attack is pretty narrow, but it shoots very far. She's able to take out 2 rows of 10 skulls. Oh, ich weiß nicht, Leute, was ich von dem Brawler... Also der ist cool vom Aussehen. Ich glaube aber nicht, dass er aktuell so stark ist. Der wird okay sein. Der wird aber nicht broken. Und schreibt übrigens auch gerne mal in den Kommentaren, Leute, ob ich den mir dann jammen soll, weil ich habe, glaube ich, nicht vor, den zu jammen. Similar to the swarm test, she has to make sure that she hits the boxes in rows so that she doesn't waste any of her eggs. Unfortunately, her hatchlings are no use to her in this test because they don't actually target boxes. She finishes the box test in 1 minute and 12 seconds, which puts her right below Crow and Lou, and suggests that she won't be that great at ramping up damage in Showdown. The level 25 Siege bot test. Rip Siege. Eve has to throw a super down before the boss even spawns so that it has enough time to spawn her hatchlings. When the boss gets too close, she uses her gadget to hop away from it, which adds a little extra damage. The bot almost destroys the Ike turret, but Eve's able to hang on with 7% health remaining, which ties her with Carl, Edgar, Amber, Colonel Ruffs, and Barley. So von den Stats her ist er vom Vergleich her nicht so gut. Eve can throw a super 5 1/3 tiles away, and once the giant egg hatchlings explode, they jump out an additional 4 tiles around the egg. This makes for a total of 9 1/3 tiles. Which puts Eve on speed, pulls her back, and she charges second damage test, except she's able to Okay. Also ihr seht schon, der Brawler overall ist nicht so gut, ne? Also er ist okay, aber ist nicht jetzt der beste Brawler. Survival Test, das benutze ich. But thanks to her motherly love gadget, she's able to heal up quite a bit over time. In fact, she heals the same amount as her total health, so it's as if she has double the amount of health. Das ist aber Leute, ihr müsst wissen, die Gears, beziehungsweise das Gadget, das dauert immer ein bisschen, ne? Ich würde mal gerne noch die Pins sehen. Vielleicht wieder die noch. Okay, Leute, also ich will jetzt, ich denke, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung als Carlos Time, deswegen gucke ich mir das jetzt nicht an, sein Ranking. Wir gucken mal, ob er noch irgendwo die Pins zeigt. Zeigt er die Pins? Nee, schade. Ah, schade, er zeigt leider die Pins nicht. Aber ihr seht, ja, ist auf jeden Fall ein geiler Brawler und war auch ein nices Video von ihm. Auf jeden Fall, Leute, Kuss geht raus. Schaut gerne mal bei Kairos Time, lasst dort auch gerne ein Like da. Lasst auch gerne bei mir ein Like da. Wir sehen uns spätestens vielleicht heute im Stream oder morgen bei einem weiteren Video. Macht's gut und ciao, ciao.